Gamescom 2026. The biggest video game convention in the world is back, and IGN is bringing you every second of it live from the Gamescom show floor. Tune in for new looks at the coolest new games from studios like Nintendo, Have begun! Xbox, Square Enix, Sega, plus so much more. IGN's live coverage of Gamescom 2026 starts right now. Herzlich willkommen zurück im Gamescom-Studio 2026, powered by IGN. Und heute ist Freitag. Freitag bedeutet Halbzeit hier für uns in Köln. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass unsere Themen schlechter werden. Im Gegenteil, heute gibt es bei uns Final Fantasy VII Revelations, Klatsch und Star Wars Galactic Racer. Und beginnen tun wir hiermit. Let's move! My fellow citizens, we are assailed on every side.
by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge and show heaven and earth that it is we who reign supreme. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors, but I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. We fight. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. Final Fantasy, die wohl bekannteste IP von Square Enix, geht jetzt natürlich mit dem Remake und seitdem die Remakes rauskommen in die letzte Phase. Und kurz vorher gibt es natürlich ganz viele tolle Neuigkeiten und die werden hier alle in dieser Halle präsentiert und wir gucken uns das Ganze mal an. Ne Cloud, ne Tifa, kommt, wir gehen. Hier ist natürlich das ganze Merch, alles drumherum, Chocobo, Party ab, kleine Plüschis und natürlich, oh mein Gott, der kleine Sephiroth. Moment, ich muss kurz mein Portemonnaie holen. Vor geraumer Zeit ist ja tatsächlich der Final Fantasy X und X-2 Remaster rausgekommen. Und den gibt es jetzt auch offiziell auf der Nintendo Switch 2. Also wenn ihr schon dran seid, euch eine Nintendo Switch 2 für das neue Fire Emblem zu holen, dann könnt ihr auch gleich überlegen, ob sich der Remaster hier auch für euch lohnen würde. Ist ja natürlich für eine Handheld-Konsole ganz praktisch, bisschen rundenbasiertes Geschnetzel mit so einem Tintenfisch hier zu machen. So, ich bekämpfe jetzt hier diesen Oktopus, den Gegner. Ja, der wird jetzt richtig fertig gemacht. Pass mal auf, ich mache jetzt Angriff. Bam. Boom, daneben. Mist. Habe ich den Mund zu voll genommen. Macht nix, er macht was? 120 Schaden. Das ist ja riveting Gameplay hier auch. Ein HI-Potion gönne ich mir jetzt. Damit die Leute, die nach mir die Demo spielen, bloß keinen Potion mehr haben. Zip bei so mir. Steh auf. Wer immer du bist. So, das war's jetzt hier von mir, von dem Final Fantasy Stand. Ich gehe jetzt dancen. Man sieht sich. Hallo und willkommen zurück im Studio und ich finde, heute ist ein sehr geschichtsträchtiger Tag. Für mich, vielleicht nicht für euch da draußen, aber ich habe heute schon viel mit Geschichte zu tun gehabt und es geht weiter ins Römische Reich, beziehungsweise was passierte eigentlich nach der Niederlage der Römer hier bei uns? Diese Frage zu klären, ist bei mir bereit der gute Felix. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Danke. Ihr entwickelt ein Spiel namens Lost Legions. Das ist richtig. Und wie ich das so mitbekommen habe, geht es wirklich darum, diesen Moment einfach, was machen die Legionäre eigentlich, nachdem dieser Krieg verloren war? Kannst du da vielleicht ein bisschen genauer erklären? Genau. Also in Lost Legion spielst du einen Legionär, jetzt kein Centurios, sondern ein einfacher Legionär, der überraschenderweise die Schlacht im Teutoburger Wald überlebt hat. Also historisch sind alle gestorben, aber du und ein paar andere haben überlebt im Spiel. Und du bist jetzt tief hinter feindlichen Linien, hast keine Ausrüstung mehr und musst irgendwie einen Weg nach Hause finden. Das ist ein sehr spezifisches Thema für ein Spiel. Wie kommt man auf sowas? Na, wir sind zwei Gründer.
Mein Kollege Jens, der leider heute nicht dabei ist, war immer ein riesen Römer-Fan und ich selber habe mehr oder weniger alle Survival-Crafting-Games gespielt, die es gibt. Okay. Und wir haben unsere Passions vermischt und so kam Lost Legions raus. Okay. Ja, das ist eine sehr logische Antwort auf diese Frage. Ja, aber es ist so, wir hatten auch schon Gäste hier, die haben gesagt, ja, ich mochte das und er mochte das und dann haben wir das kombiniert und jetzt haben wir ein Spiel. Ja, und das ist... Es war ein bisschen die Zeit, wo auch der Trend darum ging, dass Männer die ganze Zeit über Rom denken. Ja. Und wir dachten, dafür, dass immer alle Männer über Rom denken, gibt es zu wenig Spiele über Rom. Ja, finde ich auch. Ich kenne auch sehr wenig Spiele, wo es exakt um das Römische Reich geht. Genau, also und Mythologie immer, Rom, vor allem die Legion, wenig. Wie sah denn da eigentlich die Recherche aus? Also man weiß halt natürlich viel über das Römische Reich, aber habt ihr da spezielle Ansprechpartner gehabt? Ja, wir haben mit der Humboldt am Anfang eng zusammengearbeitet und abgesehen davon, dass wir selber sehr historisch affin sind im Team. Und mittlerweile ist es auch sehr oft unsere Community, die quasi Meinungen hat zu Rüstungen und alles. Ja. Meinungen. Jeder hat sie. Man will es nicht unbedingt, aber jeder hat Nein, wir sind sehr froh drum. Ja, schön. Weil das Ziel ist natürlich auch, also mit Tarok wollen wir allgemein historische Games machen und wir wollen auch gucken, dass wir natürlich ohne ein Lernspiel zu sein, aber trotzdem quasi historische Sachen vermitteln. Ja. Und dass dann die richtige Rüstung und die richtigen Waffen und auch richtig angewendet werden, das war uns schon wichtig. Okay, wir haben auch ein bisschen Gameplay, habe ich gerade gehört. Vielleicht können wir da gleich mal ganz kurz reingucken. Da können wir vielleicht auch ein bisschen erklären, wie die Mechaniken funktionieren. Ja. Genau, das ist ganz am Anfang vom Spiel, ist es gerade während der Teutoburger Waldschlacht. Und das Lager wurde gerade angegriffen und wir wollten den Spielern ein bisschen, es ist ein Survival-Crafting-Game, das heißt, du fängst mit nichts an und musst dich erstmal hocharbeiten, aber wir wollten den Spielern ein bisschen quasi einen Vorgeschmack geben, dieses Traumes, ein römischer Legionär zu sein. Also kriegst du in dieser Anfangssequenz, wirst du voll ausgestattet mit dem Gladius und die richtige Rüstung und so weiter und kannst auch an der Teutoburger Schlacht teilnehmen. Spoiler Alert, das kommt nicht so gut raus für dich. Oh. Aber genau. Und die Einflüsse, klar, es ist ein Survival-Crafting-Game, aber wir haben uns auch stark beeinflussen lassen von anderen Games wie Gothic zum Beispiel. Also es gibt eine starke narrative Komponente, viele Quests, viele Charaktere, mit denen du interagierst. Das hier ist sehr toll. Dein Centurio, der auch überlebt, aber schwer verletzt ist und dich quasi am Anfang ein bisschen rumkommandiert und dich hilft, dich in die neue Welt zurechtzukommen. Das Kampfsystem ist... haben wir uns von Action-RPGs quasi inspirieren lassen. Das heißt, du kannst parieren, du kannst Kombos machen, wenn du zum richtigen Zeitpunkt klickst, wie er gerade hier am Machen ist. Du kannst ausweichen, wenn die Gegner starke Angriffe machen. Du hast ein Schild, mit dem du bashen kannst. Du hast Speere, die du werfen kannst, wie es die Römer gemacht haben. Ja. Genau, also da haben wir großen Wert drauf gelegt, dass das Kampfsystem halt möglichst interessant zum Spielen ist. Weil das halt auch zur Fantasy gehört, ein Legionär zu sein. Ja, auf jeden Fall. Naja, und wenn das Ganze dann verloren ist und du dich da wiederfindest in dieser sehr blöden Situation, musst du dich da alleine durchschlagen oder was genau passiert dann? Das ist ein Multiplayer-Spiel. Nur mal ganz kurz, hier hat er gerade seinen Speer geworfen und hat das Schild kaputt gemacht von seinem Gegner. Ein bisschen simplifiziert hier im Spiel natürlich, aber das war eigentlich die Verwendung der Pilums, war eigentlich dafür da, die Schilde der Gegner zu schwer zu machen, damit sie im Kampf benutzt werden können. Und das haben wir versucht, ein bisschen zu emulieren. Aber zurück zu deiner Frage, sorry. Kein Problem. Du kannst das Spiel bis zu 4 Spieler spielen. Es ist ein sehr narratives Spiel, das heißt, mehr macht auch nicht so viel Sinn. Aber ist immer so, dass einer der Spieler ist quasi, sag ich mal, der Hauptlegionär und die anderen folgen ihm in seiner Geschichte. So ein bisschen wie es zu den Anfangszeiten war von Stardew Valley. Ja. Das auch ein narratives Spiel ist, was eigentlich im Multiplayer ein bisschen schwierig macht. Und da ist halt, einer hat das Haupthaus und die anderen haben quasi Nebenhäuser. Und so ist es quasi in Lost Legions auch. Okay, und das ist natürlich eine Menge Arbeit erstmal, bis man an diesen Punkt
bekommt. Wie fängt man an? Also muss man sich Essen natürlich besorgen. Genau, du fängst wirklich mit nichts an. Das heißt, mit Steinen und Stöcke machst du dir erstmal die erste Ausrüstung. Du sammelst Essen ein, du jagst Tiere, du findest aber auch immer wieder Spuren der Varusschlacht, wo du kaputte Ausrüstung findest, die du wiederverwenden kannst und damit neue Waffen, neue Rüstungen bauen kannst. Was auch noch passiert ist, dass du auf andere Römer stößt, die überlebt haben, die aber meistens halt auch in schwierigen Situationen sind und du hilfst ihnen und nach baust du wieder eine Legion auf. Ach was. Du baust quasi diese verlorene Legion auf hinter feindlichen Linien und kannst dann die römische Hierarchie aufsteigen und kannst dann nach und nach mehr von den Befehligern mit im Kampf nehmen. Oder auch, wenn du keinen Bock hast, jetzt die 200 Holz zu sammeln, die du brauchst, um deine Palisade größer zu machen, dann schickst du ein paar von denen Holz sammeln, während du auf Abenteuertour gehst. Ah, okay. Und gibt es so eine Art Ziel? Also wollen die da weg oder wollen die einfach nur überleben? Erstmal geht es ums Überleben und sich wieder sammeln. Und dann, ohne groß zu spoilern, kann ich sagen, ist das erste Ziel erstmal weg. Und dann passieren Dinge. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Cool, danke. Ja, Frage, die ich noch habe dazu zu dem Thema. Seid ihr hier auch auf der Gamescom und kann man euer Spiel anspielen? Ja, man kann das Spiel anspielen im House of Indies in der Halle 10.2. Ja. Da ist aber oft eine Schlange, von dem er kommt. Ihr seid also sehr beliebt. Ja. Ja, sag es einfach. Sag ich einfach so, ja. Keine falsche Bescheidenheit. Ihr sagt, ihr seid sehr beliebt. Ja, ich sehe da, du hast eben Gothic erwähnt, ne? Ja. Und das ist ja auch so das deutsche Urgestein. Ja. Ne? Und also es schlägt schon in die richtige Kerbe, würde ich schon sagen. Also ich muss auch immer, also es ist super schön aussehen. Ich bin Programmierer. Ich kann sagen, meine Mitarbeiter haben ein super schönes Spiel gemacht. Wir sind aber nur 7 Leute. Und das kann manchmal dazu, also vor allem wenn man die Vergleiche macht zu Gothic oder zu God of War, mache ich manchmal auch, was mich in Probleme führt mit meinen Mitarbeitern. Darf man nicht vergessen, wir sind klein und wir konzentrieren uns auf quasi, dass wir die paar Sachen, die wir haben, richtig schön machen. Aber ja, die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass es irgendwie ein Multimillionenprojekt ist. Nein. Ich glaube, so fair sind die Leute auch und wissen, dass das jetzt hier kein AAA-Blockbuster wird. Ja. Also schön wär's. Schön wär's. Noch seid ihr nicht so Blockbuster weit. kann es ja werden. Kein AAA, aber es kann ja ein Blockbuster werden. Könnte. Wann erscheint es denn überhaupt? Frühjahr nächstes Jahr. In Early Access. Super. Dann freuen wir uns alle zusammen darauf. Herzlichen Dank dir, dass du heute bei uns warst. Ja, danke für die Einladung, war cool. Und ich wünsche dir noch eine schöne Gamescom. Gleichfalls. Super gut, Leute, hier ist einiges los. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Nach diesem kleinen Beitrag geht es weiter. Guys, it's not a real Gamescom if there is no Star Wars game, and I'm here with Kieran, creative director from Threws Labs, to talk about Star Wars Galactic Racer. How excited are you? I am so excited. This is our studio's first game. This is our expression of what Fuse Games is all about, and it is the most exciting, fast and frenetic arcade racer I've ever made, and I can't wait for players to play it. And I mean, let's say Star Wars Episode 1 is a long time ago, but there's one aspect of Star Wars Episode 1, we're not talking about Jar Jar Binks, but there's one aspect that people are very, very excited about, and they're still excited about that one thing, which is pod racing. Is that the reason why you chose to turn this fascination for pod racing into an arcade racer? I love that original sequence from the movie. It was a huge inspiration in my whole career making racing games. We love like smashing cars up and big frenetic crazy crashes. Yeah. So absolutely we wanted to bring some of that energy into an arcade racing game, but we also wanted more. We wanted to expand the genre to more vehicle fantasies that are in the Star Wars universe. So that's why we've got 4 vehicles here. We've got land speeders, speeder bikes, the all new skim skeeter, and of course the pinnacle pod racers.
Why did you decide to put the story after the fall of the Empire? Does it give you more freedom because it's like uncharted territory story-wise, or what's the reason behind that? We wanted to tell a sports story. We wanted to tell a story about Shade's journey through the Galactic League. And that made total sense to be after the fall of the Empire because that kind of mirrors real life. After a big war, there's all these pilots with amazing skills and they go to like other extreme sports and entertainment kind of grows. So they do hot rodding, they do drag racing, and they get that whole thing. And, you know, we wanted it to be an authentic Star Wars story. So it had to fit in the place in the timeline that made sense for those kind of things to happen. A birth of a whole new Galactic Racing League. You already mentioned the different vehicles that we can discover in the game, but how important to you is like the different tone of gameplay, the speeding, like just handling these racing vehicles? Yeah, we love arcade races. So for me, it's all about picking up the controller and feeling like an amazing racing hero right from the off, as soon as you hit the controls. But also having the length of that have amazing depth afterwards. For me, each one of those 4 individual racing experience has to feel like the most authentic, interesting, and exciting arcade racing experience as soon as you pick up the controller. I mean, this sounds all fun, but to be fair, between you and me, and it's got to say between you and me, Okay. How hard was it to, let's say, develop a Star Wars game set in the Star Wars universe with the Star Wars fandom in the background? It's not easy. There's a high expectation of video games, there's a high expectation of quality, and there's a high expectation of authenticity. But we've made racing games before. We are old hands at this kind of thing. We took every single bit of our experience and everything we've learned over the years and channeled it to make this the best arcade racer that I ever could possibly make. I mean, racing in Star Wars, I mean, it's tied like to this IP. You have, it's not just pod racing, like speed in general is part of the Star Wars DNA. Absolutely. And let's just envision a bright future for this game. Let's stay positive. Could this be, let's say, a larger racing universe set in the Star Wars universe? Yeah, we want to crack open the vehicle experiences within the Star Wars universe. That's why we've broadened the breadth of vehicle experiences that you can play in this game. The amount of amazing vehicles and amazing speed that are represented in that galaxy should be in video games. And we want to make a game that really goes, don't be wrong, pod races are really important and the most amazing, fast, visceral experience within the universe. But there's so much more there. So we made a game to represent some more of those great feelings. And what is the one thing that you would, let's say, we're here at Gamescom. What is your one message to the Gamescom audience? Please come play Galactic Racer. Please get it on the 6th of October when it comes out. You won't be disappointed. It is the most fast, the most frenetic, the most depth we've ever put in an arcade racer. And when you put the controller down, you're going to be like, arcade racing is back, and it started right here. You heard it from Kieran, the man himself. Come over. Leo ist unter die Podracer gegangen. Wir haben es geschafft. Wir haben Leo in einen Racer gesetzt, sie zu Star Wars Galactic Racer geschickt von Fuse Games. Und jetzt hat sie gespielt und jetzt sag uns doch mal bitte, wie es dir geht. Also ich bin jetzt voller Adrenalin, ja, das war gerade ganz, ganz aufregend alles. Ich bin aber allerdings nur 2-mal gegen die Wand gefahren. Ach, nur 2-mal? Und das passiert mir relativ selten tatsächlich. Dann haben was daran liegt, dass sich das tatsächlich die Kurven nehmen, fühlt sich ganz gut an. Das sind diesmal nicht so, normalerweise in anderen Racing Games habe ich oft das Gefühl, die Kurve kommt und ich habe keine Chance. Dann haben wir ja genau den richtigen gerade rangesetzt. Tatsächlich, aber fairerweise muss man sagen, es muss ja auch Leuten gefallen, die nicht per se Racing-Fans sind, aber eventuell Star Wars Episode 1 mögen und da das Pod-Racing noch so gefeiert haben, würdest du dich abgeholt fühlen? Fandst du es denn geil? Ja, die Demo fand ich jetzt erstmal geil. Ich denke, man wird natürlich in dem ganzen Spiel dann noch einiges mehr an Möglichkeiten haben, was die Auswahl angeht und wahrscheinlich die Customization und so weiter. 4 unterschiedliche Fahrzeugtypen. Och, fantastisch. Ja, ne? Da und habe ich ganz jetzt viele Maps. Ganz viele Maps, hat er gesagt. Ah, wundervoll. Wir haben ja mit Kieran gesprochen, dem Creative Director von Fuse Games. Und der ist ja komplett excited. Ne? Also wenn man Star Wars-Fan ist, hat er gesagt, sowieso. Aber selbst wenn man nicht per se Star Wars-Fan ist, sondern einfach nur Arcade Racing feiert, ja? Also alles, was so in Richtung, ich sage jetzt mal, Burnout, ja? Wer sich da noch an diese Reihe erinnert, teilweise auch ein bisschen Need for Speed, aber vor allen Dingen Burnout, der wird das feiern, weil das Setting einfach auch so geil ist. Das Handling ist auch cool, es macht Spaß. Was ich sehr mag, ist, dass man auch die Vision einstellen kann. Also du kannst dir aussuchen, willst du First Person, willst du das Fahrzeug vor dir sehen
oder möchtest du praktisch vorne dran sein im POV? Und das finde ich ziemlich cool, weil da kann dann jeder wirklich für sich selber entscheiden, was ihm mehr liegt und welche Reaktionszeiten er oder sie haben möchte. Ja, jetzt wurde uns gerade schon applaudiert, weil du hast es geschafft. 6. Oktober kommt das Spiel raus. Schaut auf jeden Fall rein. Bis später. Falls ihr die ONL fleißig verfolgt habt, dann dürft ihr festgestellt haben, dass es da einen Trailer gab, den es eigentlich nicht zu übersehen gab. Und zwar zu einem Spiel namens Like or Die. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich heute den Director dieses Spiels bei mir habe. Hyung-Soo Chon, willkommen. Hallo, mein Name ist Hyun-Soo Chon. Es freut mich, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin froh, dass du da bist, denn ich habe Fragen. Viele Fragen, ehrlich gesagt. Der Game Reveal war offiziell auf der ONL. Der Trailer war sehr, sehr bunt und sehr, sehr schnell geschnitten. Was für eine Art Spiel ist es eigentlich? Das war für mich, es war eine sehr krasse Reizüberflutung. Worum geht es genau in eurem Spiel? Als Spiel ist es natürlich ein First-Person-Shooter, ein Ego-Shooter. Und was wir als Spiel als das Wichtigste finden, ist, wir nennen es Block-Action. Das heißt, man kann die Blocks sozusagen kreieren, die Map verändern, zerstören. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und von der Welt her ist es nicht kein typischer Military-Shooter oder sowas, sondern es geht um Streamer. Die Spieler nehmen eine Rolle von einem Streamer, die in eine Welt gestreamt werden und die kämpfen gegeneinander, um mehr Likes zu bekommen, so auch der Name. Und das bedeutet, ist es reines PvP, also finden sich da überall auf der Welt Leute zusammen, um dann gegenseitig quasi sich zu bekämpfen und dann die meisten Likes zu bekommen? Ist das Konzept? Ja, der Hauptmodus ist PvP. Wir bereiten gerade auch vor, um alternative Modi in der Zukunft auch einzuführen. Aber der Hauptmodus für den Launch ist erstmal PvP. Und das Konzept vom Streamer ist, man kann es so verstehen, es ist nicht nur Streamer von der Erde, sondern vom ganzen Universum. Und es hat ein größeres Konzept. Das klingt sehr, sehr interessant. Das ist auch, ehrlich gesagt, eine Prämisse, die ich so noch nicht gehört habe. Also sehr, sehr einzigartige Idee. Wie seid ihr darauf gekommen, so ein Spiel zu machen? Ja, wir haben angefangen, über das Konzept und die Kultur von Streamern erst zu denken. Besonders auch in Korea ist es jetzt auch sehr Mainstream. Es gibt sehr, sehr viele Streamer und die Kultur ist sehr, sehr, besonders in Korea, auch in Webcomics oder Webnovels und so, ist es jetzt sehr, sehr oft, dass das Konzept von Streamer benutzt wird. Aber wir haben es noch nicht in so ein Konzept in einem Spiel integriert gesehen. Yeah. Und auch dachten, dass es vielleicht Sinn macht, wenn sich das erweitert von einem, was man in Korea sieht, auf der Welt und auf dem Universum, wenn man das expandieren kann, dass es sozusagen sehr interessant sein kann für ein Konzept, für einen Shooter. Das einfach weiterzudenken auch, genau. 제가 말한 것보다 훨씬 많이 얘기하신 것 같은데요. Er sagt, ich habe vielleicht ein bisschen mehr geredet als er und ich habe nur gesagt, Deutsch ist halt länger als längere Wörter. Ja, das stimmt. Kann ich das vielleicht auch so als Sozialkritik verstehen, das Spiel, weil es ja zum Erfolg führt, wenn man die meisten Likes hat? Das ist, da habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht auch eine Kritik an unserer Gesellschaft sein. Das war eine sehr gute und scharfe Frage. Und das ist tatsächlich so, dass das Konzept von Sozialkritik, von Likes und wie wichtig das ist und wie das sozusagen heutzutage unseren sozialen Umfeld definiert, ist etwas, was wir im Spiel auch rein integrieren wollten. Aber das Spiel selbst, wenn man es spielt, wir haben uns fokussiert, dass man viel mehr Spaß hat von dem Shooting, von dem generellen FPS-Feel. Aber wir haben kleine Elemente im Spiel integriert, wo man das halt merken kann und in der Welt vielleicht nicht direkt im Gameplay, aber außer dem Gameplay, dass man in der Welt das so merken kann.
So im Sinne von kleine satirische Easter Eggs? Genau, oder sowas? genau. Und er hat Ja. auch das Konzept von bisschen von Black Comedy und so genannt, dass es so in die Richtung geht. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen. Finde ich toll. Vielleicht noch eine persönliche Frage an der Stelle. Es gibt ja ein paar Charaktere zur Auswahl. Wie viele sind es und welches ist Ihr Lieblingscharakter? 영상에서 Im Trailer haben wir natürlich spezifische Charaktere ausgewählt, aber das Spiel selbst ist kein Hero-Shooter. Es gibt keine definierten Charaktere. Okay. Es ist mehr man kann seinen Avatar sozusagen customizen und man kann natürlich seinen eigenen Streamer in das Spiel integrieren. Ah ja, okay. Ja. Ergibt auch eigentlich mehr Sinn, wenn man bedenkt, welches Thema das Spiel eigentlich hat. Ja. Von daher, ja, Ja. logischer Schritt. Ja, letzte Frage. Er hat gerade angesprochen, die weiteren Modi, die eventuell kommen. Können wir da vielleicht schon einen kleinen Teaser haben, was da noch so kommt? Wir schauen noch in verschiedene Richtungen. Das ist noch ein bisschen im Research sozusagen. Wir schauen auch an, ob es ein PvE-Modus sein kann. Ja. Oder auch verschiedene Events im PvP-Modi. Aber das ist noch in einer ziemlich Anfangsphase. Okay, und bevor ich euch wieder entlasse, die allerletzte Frage. Könnt ihr schon sagen, wann ungefähr der Release angesetzt ist? 저희가 현재는 사실 Es ist noch ein bisschen früh zu definieren, wann tatsächlich der Launch sein wird, aber Zielsetzung ist für nächstes Jahr. Wir wollen es auch nicht zu weit weg von jetzt haben. Deswegen haben wir es ja auch announced und so weiter. Aber die internen, externen Tests sind erstmal wichtig. Wir wollen erstmal User-Feedback haben, damit wir sehen können, dass es in die richtige Richtung geht. 한번 출시를 목표로 생각을 하고 있습니다. Alles klar. Dann freue ich mich, wenn es soweit ist. Und ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart. Wirklich eine super Idee für ein Spiel. Kompliment. Und danke, dass ihr da wart. Viel Spaß noch auf der Gamescom. Dankeschön, Dankeschön. 너무 좋은 말씀하고 Ja, vielen Dank für die Komplimente und vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Sehr gerne. Ja, das war es erstmal aus dem Studio von mir. Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben für weitere super spannende Themen. Bis bald. Ich stehe jetzt hier mit Community Manager Jacob und der zeigt mir jetzt ein bisschen, wie das ganze Ding funktioniert. Okay, Jacob, what's going on? So this is a game called Stage Tour. It's the next evolution of rhythm games. We have some of the original Guitar Hero and Rock Band developers on our team. If you've played either of those games, this will look very familiar to you. You basically just hit some colored notes that come down the screen, you press the fret buttons in time, and then you strum to hit the notes. This game is a full band experience. We have more than just guitar and bass. We have drums, we have vocals, and we also have a arcade mode, which is made for standard gamepad controllers. So we have a little bit of everything for everyone. You can play it your way, either with a peripheral or with a controller or a keyboard. We're playing All Star right now by Smash Mouth, a highly requested song, one everybody knows. Ja, Banger. Shrek Movie. Yeah. I actually do not have that much experience with like that. You're using this button a lot and these, right? Yeah, so when the notes come down the screen, you're going to hit these buttons up here, and then when they reach the bottom part here, the strike line, that's when you use your right hand to strum on the strum. Okay, so I log them in by pushing down. Yes, yeah, both hands have to be used. You can press these up here at any moment, as long as you strum in time with when they hit the bottom of the screen. And that's the basic gameplay. I think you might be ready to hop in, huh? I think so too, and also I have someone to fight against. Sebastian! Darauf habe ich schon mein Leben lang gewartet. Lass uns Rockstars werden. Wir schauen jetzt mal, wer hier geiler abrasieren kann beim Dann Gitarzocken. leg dich mal ins Zeug. I broke it. Well, yeah. Hä? Du warst so schlecht und wir sind richtig nah dran auch eigentlich, ne? Überraschung. Also jetzt keine Offense, aber... Also, ja. naja. Ja, also knie nieder vor deinem Stage-Tour-Champion. Dankeschön. Verdient gewonnen. Ich bin hier jede Woche, ja. Auch
verdient verloren. Ja, dafür hast du zwischendurch schön gesungen und das war auch eine gute Songauswahl. Hat man zum Glück nicht gehört, ne? Ja. Genau. Das finde ich gut. Letztes Jahr Karaoke, dieses Jahr Gitarre. Gott sei Dank nicht. Wir werden auf jeden Fall euch weiter auf die Ohren gehen damit. Richtig. Also ich muss sagen, mir hat das Gameplay gut gefallen. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Koordinations-Champion, aber das war schon besser ziemlich gemacht intuitiv. Als ich. Ja, doch. Ja, ich habe halt auch nicht nebenbei 20 Mal meine Gitarre ausgeschaltet beim mit dem Ellenbogen rüberwischen. But Jacob, to be fair, this brings back the memories of Guitar Hero and all these games that people used to play, like Forever, at home, co-op with friends, and basically setting up a whole, let's say, band, actually. Yeah, like a music evening. Yeah, for sure. It's bringing back that whole experience to returning and new fans. So you can play it your way. We can play with guitar, drums, vocals, or regular controllers. So you're telling me I can also sing? You can sing. You can sing. You can sing all the time. Like you're no able one's to stopping sing in the game, but can you sing? Can I sing? We will figure this out later. Yeah, excellent. The game comes out end of the year, December 10th this year. Get ready for Christmas. Christmas parties! Christmas parties, yeah. Christmas parties, there's a little guitar under your Christmas tree, maybe. Oh. Yeah, a drum set, a microphone, the whole family can play together. The whole thing, yeah. It's all up for pre-order on our website right now, stagetour.com, and also some other retailers as well online. Wow, thank you so much. Genieß deine Gamescom, enjoy your Gamescom, and enjoy your time with the fans. Wir sind hier in Halle 6 bei The Blood of Dawnwalker. Ich bin hier mit den Devs und habe natürlich einige Fragen zum Spiel. So, congratulations on your beautiful booth. So, what's the story of The Blood of Dawnwalker? What is the story? Well, the story is quite a long one. We started the project around 5 years ago already, and it's been quite a ride. You know, new studio, completely new IP. We're doing our best to deliver an awesome experience for our players. We love this genre. And we're having great fun working on it. Okay, so what can we expect, like gameplay wise? And you've brought a demo, right? There's quite a few people queuing up already. What can the fans expect from the demo? Wenn man sich hier anstellt, was erwartet einen denn dann eigentlich? So we actually have 45 minutes of play time, but the game is free to play how you want in those 45 minutes. It's been an incredible experience to see them play in so many different ways just within these 45 minutes. So it's been endlessly entertaining to watch these different kinds of people playing, and I can't wait to see them more play. But essentially the idea, the heart of what we're trying to do is innovate on the quests and the combat and the gameplay in general. We have this feeling that gameplay-wise things are starting to come a bit stale in terms of like the open world genre. We're starting to experiment with the different types of experiences that the players can feel, and most importantly to keep them engaged 60 hours in, different replays, all of those things. That's very important for us, and that was at the heart of the way we've developed the quests and the combat as well. So to give you an example, the directionality gives us this approach of like the way we're doing it is that it's much more responsive, it's a lot more intuitive. There's no this friction of having to learn directionality, but it's a optional mastery mechanic that you can start to get your feet into as you get more and more comfortable with the enemies and the pace of the combat. And that's something that even us as developers, we're playing the game for months and years and we're still enjoying the combat, and I'm just very excited for players to see and feel what we've made. So. Ganze 45 Minuten könnt ihr anspielen, Wahnsinn. So what I've heard is there's also like a day and night segment, because you know it's about like a bit of the vampires. You know, you're very good in the mainstream topic. It's a very the vampires are still on the rise, and there is something we can expect, like with the with just what comes with naturally with being a vampire, which I obviously know everything about.
Well, of course, like we wanted the experience of playing as a vampire, right, to be really engaging, interesting for our players, exciting. But at the same time, as you mentioned, the game includes like a day-night cycle that switches from day to night along with the form of our protagonist, right? So during the day, Köln is a human, still exciting because possessing those magical abilities, right? As an example, allowing him to speak with the dead. Which balances the gameplay, right? This coolness of being a vampire is being balanced during the day by those magical abilities. But at the same time, of course, like playing as a vampire, you know, with all these super abilities like, you know, teleportation, right? Walking on walls and ceilings, supernatural strength. We do believe that the project delivers in that regards a lot, and is going to be exciting to play on both sides during the day and during the night. Amazing! That's so cool and interesting. So, is there something that you've noticed from like people playing? Something where you're like, oh, that's an interesting thing. Maybe we could, or is the game complete? Like, how far along are you in the finishing lines? Or could someone that plays the game, like the demo here, give you a new aspect for something to change, or are you pretty set on how it's going so far? Well, we are always open to feedback, and we are closely observing here our players playing the game, because it's very valuable, right? To see how people play, right? To notice things that we may have missed on the way. Yeah. So we are keeping a close eye, making some notes here and there, right? And well, we'll consider every sort of feedback, because again, the players first, right? They are most important for us. Their experience is the most important aspect. We are doing the game for them, and we do want them to enjoy what we prepared. Okay, so there's a lot to look forward to. Have you been enjoying Gamescom so far, and are you excited to spend the entire time here, or is there something else where you're like, oh, maybe I'll have a sneak peek? For me, honestly, I can't get enough of players playing the game. Yeah. It's one of the things I'm actually looking forward to the release. Seeing all of the YouTube videos, all of the reviews. For 2 weeks, I'll be there like a hawk, just reading everything we can, positive and negative, to double down on what players love, to fix what players don't like. For me, our superpower in Rebel Wolves is we are an extremely agile company. You know, we are able to deliver things very quickly and very efficiently. So. It's, yeah, feedback, all of it, the experiences that players will play, our combat, our quests, everything's very emotion driven. We want players to feel different emotions everywhere. So I'm just very excited of the way that different players are going to play, because, you know, our game, we don't have like a singular main story. It's not like the main story takes 60 hours. I know people have a hard time understanding what that even means. So yeah, what does that mean? Exactly. So because every quest is the main story, essentially. Our quest, there's no this separation between the main quest and the side quests, and you can even literally do things like, for example, just play as the vampire. You're missing out like on half of the game, but that's it's an option for you. So if you want that, you can choose that, and that is the player agency, which I love. So that's the thing, is that even the quests itself is customizable to how the players want to play. So the main story, it's your main story. It's how you want to carve your own story, how Cohen deals with this looming threat, and there's just infinite ways to do that. That makes it very exciting to see players tackle it in different ways. Wow, that's so cool. And like story-wise, there's this decisions part, or does the story unfold like depending on your choices of in what form you stay, or not, or is it also like dialogue based? I think Rafa will be able to answer better, because he's been at the forefront of this amazing quest system. But I can tell you as a player, it is very interesting how each of my playthroughs can be so different. Because of those choices actually mattering, because of the multiple ways you can end the game, because of the relationships you can make, all of those make the game just genuinely endlessly replayable for a player like me. It's the thing I was missing in a lot of these action RPG games, that
you know, you're playing the story again, but you know exactly the beats, you know that it's the same, you know what to expect. And there's always this feeling like, in my next playthrough, I'm going to behave like this, I'm going to side with people like this, and I'm going to even approach quests in this way. And the way I will deal with combat will also be different. So this idea of customizing the way you want to play is the thing that is our strongest point in our game, and that's the thing that I'm really excited about. Wow. Okay, so yeah, last question. The quest system is supposed to be very unique. Can you tell us a bit more of what to expect? Because apparently the story can end in very, very different ways. Yes, that is absolutely correct. Again, the cool thing about the quest system is the time mechanics. Many of our storylines, they can be experienced during the day or during the night, and they change, right? How the quest flows changes from depending on the time of the day that you pick up the quest, that you follow the given story. And it also means different abilities that you will be utilizing during the story, right? And yeah, you ask about different endings. Yes, there is like multiple of those in the game. Some of them may be pretty unexpected for the players, unusual. It is possible, as an example, to finish the game like right away in the prologue, right, by defeating the big bad. Again, quite a challenge. But could never happen to me, of course. I've never died in a tutorial. What? I encourage you to try. Well, maybe it will take a bit longer, but still. You know what? A first ending is a first ending. I'll take it. I can play again. It's fine. Sure. Well, so yeah, I would like to encourage the players to like try and carve their own path through the game, because it's really open, allowing for like vastly different playthroughs, depending what they find engaging, what they find interesting, what sort of content they would like to roleplay. I do believe that every player will be able to like find something for them that's just is that their thing, right? And then hopefully I'm looking forward to like comparisons, right, on the internet between the players, how they played. Hey, did you see that part of the game? What choice did you make? You know, this is super interesting. Yeah, I love that too. Like when you have like on Reddit like this whole like, what do I do when this guy shows up there and there, and everyone's like, this guy shows up there? So yeah, this is very exciting. Thank you so much. Enjoy your Gamescom, and yeah, you guys, ihr checkt einfach Blood of Dawnwalker aus, sobald es rauskommt. Und könnt es hier natürlich auf der Gamescom schon in einer 45-minütigen Demo anspielen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und gebt zurück ins Studio. Wir sind zurück im Studio und haben auch weiterhin natürlich richtig, richtig gute Themen. Und bei mir ist jetzt der gute Tom und ich bin sehr glücklich, dass er da ist. Hallo Tom. Hallo. Ihr habt ein Spiel gebastelt, das heißt Lucky Punk. Genau. Wie man sieht und schwer erkennen kann, auch auf deinem wunderschönen T-Shirt. Sehr toll. Ja. Worum geht es in diesem Spiel? Bei Lucky Punk spielst du natürlich einen Punk in der Postapokalypse, hier in Köln tatsächlich. Und du forderst dein eigenes Glück heraus, in der du in die Wildnis gehst und für deine eigene Community, für deine Freunde dann gegen seltsame Monster und verrückte Gegner kämpfst. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr ausgefallen. Danke, danke. Postapokalypse in Köln stelle ich mir auch ein bisschen wild vor. Was passiert mit unserem Dom? Hallo? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben durchaus die eine oder andere Referenz drin. Ja. Gerade auf die deutsche Kultur und auch auf die kölsche Kultur. Aber im Grunde ist es ein Kartenspiel, ist ein Deckbuilder, ein Push-Your-Luck-Deckbuilder, so nennt man das. Und es geht darum, dein eigenes Risiken einzugehen und dein Glück eben herauszufordern. Und entweder du bist richtig gut und schaffst es und besiegst eben diese radioaktiven Papageien, oder du schaffst es nicht und du failst grandios. Wer jetzt nicht aus Köln kommt, Papageien sind hier durchaus ein Ding. Auf jeden Fall, genau. Deswegen auch da eine schöne Referenz versteckt. Hier sehen wir gerade ein bisschen Gameplay. Vielleicht können wir ja einfach mal gucken, was da so passiert. Ja, genau. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Artstyle, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vielleicht können wir mal gucken, was ist hier gerade los? Ja, also wir sehen auf der linken Seite auf jeden Fall schon mal einen unserer Punks. Ne? Man kann im Spiel verschiedene Punks spielen. Wir haben da sehr, sehr verrückte Designs auch. Sarah, unsere Comiczeichnerin, die den Artstyle beherrscht, die macht das grandios.
wir haben unseren Punk ausgewählt, wir haben die ersten Karten ausgewählt für das Spiel und jetzt geht's rein. Wir suchen einen Pfad aus, den wir gehen wollen. Alle diese Symbole sind entweder Kämpfe oder verschiedene zufällige Ereignisse. Ah, okay. Je nachdem, was man dann findet. Hier haben wir zum Beispiel den ersten, das ist ein Chunky Parrot, gegen den man dann kämpft. Alles in dem Motto, hier auch der radioaktive Aspekt. Und dann spielt man eben seine Karten aus, die haben bestimmte Werte. Ja. Und es geht darum, dass man dann diesen Gegner eben rechtzeitig fertig macht, bevor er einen kaputt schlagen kann. Okay, alles klar. Und das hast du eben schon mal kurz angesprochen, hat viel auch mit Chancen einschätzen zu tun. Genau. Gibt es da eine spezielle Mechanik, die euch vielleicht von anderen Card Games abhebt? Ja, auf jeden Fall. Wir zeigen ganz konkret hier, das sieht man auch mit den 75%, wir zeigen ganz konkret die Chancen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es nicht schaffst. Ne? Also was du dir im Grunde als Spieler, wenn du dir vorstellst, ne, du bist selber dieser Punk, ne, musst dich um deine Freunde kümmern, um deine Community, vielleicht um deine Familie kümmern und du gehst raus und die Frage, die du dir stellen musst, okay, bei einer 30%igen Chance, ziehe ich trotzdem noch eine Karte? Traue ich mich, dieses Risiko einzugehen für mich selber und auch für meine Community? Oder spiele ich lieber auf Nummer sicher? Okay. Und kannst du auch scheitern? Natürlich. Also wenn du scheiterst, dann kriegst du am Ende aufs Maul. Oh. Wie funktioniert das Ganze? Schade. Ja, also im Grunde, du gehst raus, um Vorräte zu sammeln. Ja. Wenn du scheiterst, dann verlierst du die. Ne, dann nimmt der Papagei die mit, nehme ich an. Mit 2 riesigen Einkaufstüten. Ja, bestimmt. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich glaube, das ist jetzt Canon. Okay, also wir haben Kämpfe, dann Random Events hast du noch erwähnt. Was kann denn dann noch so passieren? Ja, unterschiedliche Sachen. Also witzigerweise auch ein paar Dinge, die, ich sag mal, ein bisschen von Kölscher Natur sind. Wir haben einen sehr legitimen Taxifahrer bei uns, der Obst und Gemüse verkauft. Schön. Und möglicherweise die ein oder anderen Waren auch. Oder wir haben beispielsweise auch die Nobelverbrennung, ne, aus dem Karneval bei uns drin. Ah, ja, womit man dann klar. einen Fehler rückgängig machen kann. Ne, also so unterschiedliche, auch humorvolle, witzige Aspekte, die wir da mit reinbringen können. Ja. Das finde ich eine ganz hervorragende Idee, denn ich finde auch die Kölschen Gebräuche sind zu wenig wertgeschätzt in Deutschland und der Welt. Und das so ein bisschen durch so ein Kartenspiel den Leuten näher zu bringen, ist auf jeden Fall eine ganz hervorragende Idee. In dem Zuge auch gleich, warum habt ihr euch für ein Kartenspiel entschieden? Wir haben uns für ein Kartenspiel entschieden, weil es ein sehr gut greifbares Spiel ist. Ne? Man kann es recht einfach aufnehmen und auch ohne große, ich sag mal, große Einarbeitung verstehen. Es ist ein bisschen mehr casual ausgelegt. Und Karten ist natürlich das, was, ich sag mal, wiedererkennbar ist. Und gerade in diesem Artstil sieht es halt besonders gut aus, wenn wir dann ganz viele unterschiedliche Karten haben, ganz viele unterschiedliche Gegner haben, die wir zeigen können, um Sarahs wundervolle, liebe Grüße übrigens und gute Besserung, um eben diese Zeichnung besonders gut darstellen zu können. Ja, das habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut geschafft. Vielen Dank. Kann ich da auch irgendwie vielleicht online meine Freunde abziehen und sagen, ich bin der bessere Survivalist? Also prinzipiell ja, einen Koop-Modus haben wir aber noch nicht. Ah, okay. Genau, es ist erstmal Singleplayer, es ist erstmal Solo. Was aber total Spaß macht, ist sich mit Freunden zusammensetzen, das haben wir jetzt hier auch auf der Messe gemerkt, und gemeinsam diese Entscheidung zu fällen, gemeinsam zu überlegen, hey, okay, ist mir jetzt 30% zu viel oder warte ich bis 20% und dann ist okay. Diese Entscheidung gemeinsam zu fällen. Das macht großen Spaß. Ja, das stelle ich mir auch funny vor. Oh Gott, meine Stimme bricht schon ab. Wir kennen es. Ja, kein Problem. Dann würde ich gerne noch von dir wissen, wie ihr eigentlich insgesamt auf diese Spielidee gekommen seid. Vor allem auch diesen postapokalyptischen Aspekt, denn ich habe das Gefühl, dass ich gerade dieses Jahr hier auf der Messe ganz, ganz viel zum Thema Postapokalypse finde und frage mich so, okay, liegt das vielleicht auch so an der Stimmung, die so herrscht in der Welt, warum jetzt dieses Thema so aufgegriffen wird? Wie war das bei euch? Möglicherweise. Also warum das andere Spielestudios auch machen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kann nur vermuten oder mutmaßen.
Wir haben uns aber bewusst entschieden, ja, es ist Postapokalypse, aber es ist nicht dystopisch. Bei uns ist es ein Hope-Punk. Das heißt, gerade die Punks, ne, die immer alles do-it-yourself, alles selber machen, das sind die Leute, die jetzt in der Postapokalypse am besten sind und den Leuten helfen und rausgehen. Deswegen die Punks, die gerade unterwegs sind, Vorräte zu sammeln, weil wir eben das Ganze mal im Kontrast sehen wollen. Ne? Was ist, wenn wir wir wissen, es ist vielleicht nicht immer alles so gut aktuell, aber trotzdem gibt es Hoffnung. Trotzdem können wir dabei Spaß haben. Das ist so ein bisschen das, was wir mit diesem Hope-Punk vermitteln wollen. Das ist ein sehr guter und ein sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde. Auf jeden Fall. Dann natürlich noch die Frage, seid ihr hier denn auch auf der Gamescom vertreten? Kann man euer Spiel hier anspielen? Wir haben eine Demo, die aktuell live ist. Die gibt es als Teil dieses Gamescom Steam Sales. Da wird das Ganze auch veröffentlicht. Und da kann man natürlich sofort reinstarten, das Ganze ausprobieren, sich den unglaublich schönen Artwork angucken und uns natürlich total gerne Feedback geben. Davon leben wir, davon verbessern wir uns nur und das ist total gern gesehen. Was habt ihr denn inzwischen schon so als Feedback bekommen? Oh, alles Mögliche. Besonders viel natürlich zum Artstyle. Also, das ist, ich sag mal, das Aushängebild davon, weil es wirklich auch, wie du schon gesagt hast, es heraussticht. Es ist ein Kontrast auch. Und das ist das, was die Leute ranholt. Und dann versuchen wir mit unserem Gameplay zu überzeugen, dass die Leute bleiben wollen, ne? Dass die Leute auch eben diese Message, diesen Punk-Aspekte mögen und einfach ein gutes Gefühl haben, ein entspanntes Spiel zu spielen, ohne vielleicht dabei an zu viele dystopische Themen zu denken. Ja. Die allerwichtigste Frage kommt natürlich zum Schluss. Wann können wir mit euch rechnen? Wann ist das Spiel fertig? Wenn es fertig ist? Beste Antwort. Ja, das ist eigentlich immer die Antwort. Ziel ist es aber, das Ganze noch im Jahr zu beenden. Ah, okay, cool. Wir haben das Ganze auch dieses Jahr erst gestartet. Also es ist eine sehr schnelle Entwicklung gewesen. Ach was. Ja, aber total aufregend, total spaßig natürlich und für die Leute, die spielen wollen, Ende des Jahres, haltet die Augen offen. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Demos haben und auf euer Feedback hören und gemeinsam ein ziemlich cooles Game daraus machen können, denke ich. Sehr schön, das klingt toll. Vielen, vielen Dank an dich, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hast noch eine gemütliche und entspannte Rest-Gamescom. Ich hoffe auch. Das ist sehr, sehr wichtig in diesen Tagen. Und ja, danke fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und probiert es aus. Sehr, sehr gerne. So, Leute, das war's erstmal wieder hier von mir im Studio und wir schauen uns jetzt an, was sonst noch heute so auf der Gamescom los ist. Leute, ich bin hier mit Manuel bei Maverick Games zum Thema Klatsch und ich habe ihn gerade aus der französischen Riviera abgeholt. Klatsch? Ja, klatschen. Ja, okay. Klatsch mal, also auch Beifall, ne? Ja, für uns, weil wir hier auf der Gamescom so fleißig sind. Und du warst gerade so aufgeregt, weil du so ein Spiel spielst. Da ist man tagsüber in professionellen Rennen und nachts, so wird es beschrieben, illegale Straßenrennen an der französischen Küste. Wie war es für dich? Ja, das ist ja das, was ich hauptberuflich eigentlich auch mache. Deswegen ist das eigentlich eine Simulation für mich. Nein, ich freue mich sehr auf Klatsch. Das ist das Getriebe, ne? von den Autos. Kupplung, Entschuldigung. Ich kenne mich nicht so aus mit Autos. Wir stehen hier auch direkt vor einem Porsche, der noch tatsächlich eine manuelle Gangschaltung hat. Und der Klatsch ist ein Spiel im Sinne von Need for Speed, vielleicht auch so ein bisschen Forza Horizon, aber so diese Underground-Ära. Ja, genau. Und ich sag mal so, jetzt haben wir ja schon 1 Million verschiedene Racing-Games gehabt über die letzten Jahre. Warum sollte ich jetzt Klatsch spielen? Wie hat sich das angefühlt für dich? Ja, das würde ich die EntwicklerInnen jetzt auch gerne fragen, weil das, was ich jetzt gespielt habe, hat Spaß gemacht. Ja. Es war aber tatsächlich so, wie ich gesagt habe, man wird sofort an Need for Speed erinnert. Man hat schöne, heiße Schlitten. Man hat 3 verschiedene Rennen hier auf der Strecke spielen können. Das war so eine Intro-Mission, so ähnlich wie bei den Forza Horizon-Titeln, dass man wirklich so in diese Welt eingeführt wird. Also wir sind erst Polizeiverfolgungsjagd gewesen mit einem
dem Auto weggefahren vor Polizisten, so illegales Straßenrennen. Dann kam so eine Cutscene, also dann war das wirklich so, die Kontrolle wurde dir entrissen. Es war eine Animation und dann auf einmal stand so dran, so 6 Monate vorher. Und dann sind wir mit einem Jeep durch die Provence gebrettert, um dann danach auf einer Rennstrecke zu sein. Also es gibt schon einen Story-Mode. Genau, das ist ein Story-Modus tatsächlich, wie bei den alten Need for Speed-Teilen auch. Arg viel mehr haben wir jetzt aber aus dieser Intro-Mission auch nicht rausziehen können, außer dass es eben verschiedene Personen gibt, die dann eben auch miteinander interagieren. Und es gab ein dramatisches Ende, natürlich mit einem explodierenden Auto. Das wird dann wahrscheinlich der Aufhänger. Das wird dann wahrscheinlich der Aufhänger sein für die Dramatik der Geschichte. Was ich mich jetzt frage, ist tatsächlich, Maverick Games ist ja ein Studio, das ist gegründet von Leuten, die sehr viel Erfahrung haben mit Open-World-Racing-Spielen. Ja. Inwiefern wird sich das denn, was hast du so für ein Gefühl gehabt jetzt, inwiefern wird sich das hier widerspiegeln? Ich habe auch gefragt, ob wir noch so einen Open-World-Teil kriegen. Das war jetzt heute nicht Teil der Präsentation. Das würde mich nämlich auch brennend interessieren, was dann wirklich an der Open-World passiert. Das haben wir aber in Rennspielen ja auch schon erlebt. Also ich glaube auch, dass da jetzt nicht die allzu großen Überraschungen auf uns auftauchen werden. Dass wir wahrscheinlich einfach durch eine riesige Welt fahren, um dann dort, ich sag mal, Missionen anzunehmen. Es wird wahrscheinlich, vermute ich mal, Story-Missionen geben, aber natürlich auch genauso gut einfach Rennen, die man starten kann. Ja. Und wir sind ja die absoluten Autoexperten, deswegen werden wir uns jetzt noch ein bisschen um den Porsche kümmern. Und ihr wartet einfach bis Frühling 2027. Dauert noch ein bisschen. Da kommt das Spiel dann raus. Alle Konsolen, PC und so weiter. Und ich hab Bock und jetzt würden wir hier mal den Porsche erkunden. Bis später. (1967) Der Vietnamkrieg, der Nahostkonflikt. In der Bundesrepublik ist die Stimmung aufgeheizt. In den 70er Jahren gründen sich bewaffnete Gruppen. 1977 erreicht die Gewalt ihren Höhepunkt. Terroristen ermorden Personen des öffentlichen Lebens und ihre Begleiter. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wird in Köln entführt. Die Entführer sind Teil der Roten Armee-Fraktion und fordern die Freilassung inhaftierter Kameraden. Als Unterstützung für die Entführer kapert eine palästinensische Terrorgruppe die Lufthansa-Maschine Landshut. Sie nimmt alle an Bord als Geiseln und erschießt Flugkapitän Jürgen Schumann. 3 Terroristen werden getötet, die Geiseln werden befreit. Noch in der Nacht nehmen sich führende RAF-Mitglieder im Gefängnis das Leben. Schleyer wird wenige Stunden später tot aufgefunden. Die 6 Wochen von der Entführung Schleyers bis zur Befreiung der Landshut werden heute als Deutscher Herbst erinnert. Die damals gestellten Fragen beschäftigen uns noch heute. Was dürfen Regierung, Polizei und Justiz, wenn die demokratische Ordnung angegriffen wird? Und wann überschreiten sie selbst die Grenzen des Rechtsstaats? In den frühen Morgenstunden wurde der Vorsitzende der Salpeter Unternehmensgruppe aus seiner Wohnung in Köln entführt. Laut Zeugenberichten wurden 3 unidentifizierte, maskierte und bewaffnete Personen gesichtet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Gut. Wir stellen eine Sonderkommission zusammen. Eine Soko. Wir möchten, dass Sie das übernehmen. Hallo und willkommen zurück. Es soll keiner behaupten am Ende des Tages, wir würden nicht auch was für die Bildung tun. Deswegen habe ich uns heute ein sehr geschichtsträchtiges Thema ausgesucht. Wir sprechen ein bisschen über die 70er, im Spezifischen über das Jahr 1977. Und dafür haben wir uns den guten Jörg eingeladen. Hallo. Hallo. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Das finde ich auch, ja. Ja, Soko 1977, Anti-Terror Task Force heißt euer Spiel. Und das ist jetzt natürlich vielleicht schon im Namen quasi vorhanden. Trotzdem würde ich ganz gerne ein bisschen genauer wissen, worum es denn geht in eurem Spiel. Also in dem Spiel leitet man eine namensgebende Soko, also eine Polizei-Sonderkommission im Jahr 1977, die versucht, Terroristen zu finden, bevor die ihre nächste Aktion durchführen. Ja. Das ist so das Game, ja. Und ihr seid ja auch ein bisschen dafür bekannt, dass ihr gerne euch mit politischen Inhalten beschäftigt in euren Spielen. Wieso nehmt ihr euch jetzt das Thema 70er, linker Terror und RAF vor?
Ja, das klingt so ein bisschen wie so eine logische historische Fortsetzung. Unser letztes Spiel war ja in den 50ern, das davor war in den 30ern und jetzt kommen sozusagen die 70er. Tatsächlich ist es ein bisschen Zufall, denn das Ganze ist eine Auftragsarbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, weil nächstes Jahr, wer rechnen kann, 2027, 1977 sind 50 Jahre. 50 Jahre. Und 1977 fand der deutsche Herbst statt, der sogenannte, in dem, das waren 6 Wochen, die die Republik erschütterten, in dem terroristische Gewalt, insbesondere von der RAF, aber auch von verbandeten Gruppen eskalierte. Es kam zu einer aufsehenserregenden Führung, erst von Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident, und dann eines Flugzeugs, der Landshut, einer dramatischen Befreiung, Selbstmord der Terroristen. Also es war sehr viel, was da in diesen 6 Wochen passiert ist, was wirklich die Republik erschüttert hat, was die Republik auch verändert hat, würde ich sagen. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass wir zu diesem Thema was machen konnten. Und müsst ihr doch, also das kennt vielleicht der eine oder andere, aber da muss man ja tatsächlich dann auch ganz, ganz tief erstmal selber einsteigen, um überhaupt alle Fakten irgendwie zusammenzukriegen. Wie läuft das bei euch ab? Wie sieht so ein Prozess aus? Also wir recherchieren tatsächlich ganz viel selbst erstmal, weil wir müssen uns wirklich mit diesem Thema befassen. Auch unsere Grafikerinnen, unsere Artists, die müssen wissen, wie sah das da aus? Wie sah so ein Polizeibüro aus in den 70er Jahren? Was für Geräte gab es da? Was sind so die bestimmten Farbtöne auch so? Und wir natürlich ja mit den Ereignissen, also wir als in Game Designer und Writerinnen und so. Und wir nähern uns da auf verschiedenen Ebenen, also einmal so popkulturell, wir gucken mal, okay, was gibt's denn für Filme, was gibt's denn für Bücher, wie wurde das denn so in der Popkultur aufgearbeitet, weil das ist ja natürlich, wir sind ja auch so ein bisschen Teil der Popkultur mit unserem Medium und es hilft auch immer, wenn man da an so Bilder anknüpfen kann, die schon vorhanden sind. Dann wollen wir aber ja historisch fundiert sein, das heißt, wir müssen dann wieder checken, okay, das Bild, was wir uns jetzt gemacht haben, stimmt das auch? Und also ich bin ja ein bisschen älter als die meisten in meinem Team und da ist so ein krasser Wissensgap auch. Also ich kann für mich ist die RAF noch was irgendwie so in meiner Kindheit vorkam. Also so Fahndungsplakate in Postämtern und auch so der Mord an Herrhausen, gab es so ein Attentat Anfang der 90er, das habe ich sehr bewusst noch mitbekommen. Ja. Aber die meisten in meinem Team sind deutlich jünger und für die ist das komplett unbekannt. Ja, wirklich? Ja, also noch nie was davon gehört? Auch? Ja, mal was gehört, aber so keine Details. Und genau, das müssen wir uns dann erarbeiten. Das machen wir dann zusammen mit Historikerinnen auch. Das Coole ist halt auch, wenn man mit so einer Institution wie der Bundeszentrale arbeitet, haben wir gemerkt, wir können halt echt bei den Koryphäen in diesem Gebiet anklopfen. Ja, das stelle ich mir cool vor. Und also so vorher so als kleines Indie-Studio mit unserem eigenen Projekt, dann waren die manchmal so ein bisschen vorsichtig, ob die da ihren Namen hergeben wollen als Berater. Aber wenn die Bundeszentrale dahinter ist, dann trauen die der Sache eher. Und da haben wir wirklich ganz tolle Berater und Beraterinnen. Und ich habe so viel gelernt. Ja. Das klingt total cool. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ihr dann auch zum Beispiel, wie man das gerne mal so macht, so Zeitzeugen dann auch irgendwie zu Rate zieht. Es gibt immer noch ehemalige Geiseln, die bereitwillig gerne auch Interviews geben. Es gibt GSG-9-Beamte, die öfter mal öffentlich darüber sprechen. Habt ihr da auch mal angefragt oder war das für euch so, nee, da irgendwie kommen wir da nicht dran oder da ist einfach keine Connection hergestellt worden? Das haben wir tatsächlich bis jetzt nicht gemacht. Man muss auch sagen, dass wir bewusst uns relativ früh entschieden haben, das, was man im Spiel tatsächlich spielt, zu fiktionalisieren. Also man spielt nicht die echten Verbrechen nach, man sucht nicht die echten Täter und Täterinnen und das haben wir auch gemacht, um eben ja zum Beispiel die Gefühle der noch lebenden Opfer oder Angehörigen der Opfer denen nicht zu nahe zu treten, weil so ein Spiel ist eben auch ein interaktives Medium. Wir wollen ja den Spielern irgendwie eine Freiheit geben. Da sieht man es gerade auch ein bisschen. Und wir wollen Dinge halt auch nicht verfälschen, ne? Dass sie dann nachher sagen, ja, aber so war das gar nicht oder so wurde das gar nicht gesagt. Ja. Und deswegen, genau, haben wir uns bewusst dafür entschieden, zu fiktionalisieren. Die Ereignisse, die im Spiel vorkommen, die sind stark angelehnt an das, was tatsächlich passiert ist, aber ja, eben verfremdet, verändert. Okay.
Und vom Gameplay her ist das alles sehr basic oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, ich hoffe doch nicht. Ja, Nein. ich wollte gerade fragen, wie läuft das denn genau ab? Also, es gibt 3, also vielleicht fangen wir mit dem an, was man gerade hier sieht. Also jetzt gerade haben wir mit einer Kollegin gesprochen, mit der Frau Weiß, und haben einen historischen Fakt freigeschaltet. So stellen wir auch die Verbindung zu den tatsächlichen Ereignissen her. Hier, das ist so mit einer der Hauptteile des Gameplays. Hier ist so ein Deduction-Gameplay. Das heißt, ich kriege ganz viele Hinweise aus der Bevölkerung. Das sind diese kleinen Textblöcke hier auf der Seite. Und ich versuche auszuwerten, okay, wo gibt es denn Übereinstimmungen? Also welche Hinweise stimmen wahrscheinlich und welche sind vielleicht falsch? Und baue dann, das sind diese Anziehpüppchen sozusagen, ein Täterprofil. So sehen die aus, so heißen die vielleicht, da könnten die sich aufhalten. Und dann gibt es den nächsten Teil des Gameplays, da schicke ich meine Einheiten los. Das sind eben dann so Polizeieinsätze, die basieren auf den Hinweisen auch, die ich bekommen habe und die ich auch für real halte. Das heißt, es kann auch sein, ich kann falschen Hinweisen nachgehen. Dann habe ich einen Einsatz dazu, schicke da Leute hin, stellt sich aber raus, ist nichts. Ah, okay. Schicke dann so ein bisschen rollenspielartig, Worker-Placement-artig meine Einsatzkräfte los. Die haben dann auch verschiedene Skills. Manche eignen sich besser, manche eignen sich schlechter dafür. Es kann dann zu so Zwischenfällen kommen. Oh, das ist jetzt aber hier sehr beschleunigt. Genau, dann fahren die über die Karte. Was sich so durchzieht, was wir erreichen wollten auf der emotionalen Ebene ist, man bekommt mehr Hinweise, als man auswerten kann. Man hat mehr Einsätze, als man Leute hat, denen man nachgehen kann. Man muss sich ständig entscheiden, was mache ich nicht, was lasse ich sein. Und man ist die ganze Zeit unter Druck, etwas Schlimmes aufzuhalten. Also da ist was Schlimmes im Kommen. Also das ist natürlich angelehnt an diese 6 Wochen. Der Schleier war entführt. Die Sicherheitsbehörden wollten den befreien. Die mussten ständig damit rechnen, A, dass sie den umbringen und B, dass vielleicht noch was Schlimmeres passiert, was ja dann auch geschehen ist, siehe Landshut, dass es weiter eskaliert. Und dieses Gefühl, diesen Druck von der Öffentlichkeit und auch von verschiedenen Seiten in der Öffentlichkeit, also es gab ja dann auch Übergriffe von Seiten der Polizei. Es gab Unschuldige, die zu Schaden gekommen sind in diesen Situationen. Es gibt zum Beispiel so einen ganz tragischen Fall, wo in so einer Straßensperre, das ist übrigens eine Erinnerung, die ich von meinen Eltern und von allen möglichen Leuten aus dieser Generation immer wieder höre, die sagen so, ja, wir erinnern uns, da waren Polizisten mit Maschinenpistolen und Straßensperren und wir wurden plötzlich kontrolliert. Das war so in dieser Zeit, was häufig passiert ist. Und in so einer Straßensperre ist zum Beispiel mal ein Student, Unbeteiligter, hat die Nerven verloren, hat Gas gegeben, ist da durchgebrochen und dann haben die den erschossen. Ja. Also solche Ereignisse gibt es eben, die greifen wir auch auf. Und gameplaymäßig ist das eben so, dass man immer mehr hat, als man handeln kann eigentlich und versucht, sich irgendwie da durchzuboxen. So. Ja, okay. Aber heißt das dann auch, dass ich rein theoretisch, wenn ich zu vielen falschen Hinweisen nachgehe, dann auch scheitern kann? Ja, klar. Ja. Scheitern ist wichtig, also Scheitern gehört zu diesem Game dazu. Okay. Also es ist so, also es wird gern Roguelite-Elemente genannt. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil dann Leute immer so einen Dungeon vor Augen haben und Waffen und so. Das haben wir ja alles nicht. Aber es gibt eben durchaus die Möglichkeit, es ist darauf angelegt, dass man das beim ersten Mal vielleicht nicht schafft. Und es gibt Elemente, die prozedural generiert sind. Also zum Beispiel die Leute, die ich suche, wie die aussehen, wie die heißen, wo die genau sind, ist jedes Mal anders. Das heißt, ich weiß auch nicht, auch als Entwickler, weiß ich nicht, wo die jetzt genau sind. Das ist für ein Ermittlungsspiel total cool, haben wir festgestellt, weil wir es dann endlich mal selber testen können, wie gut unsere Hinweise und so funktionieren, weil wir die Lösung selber nicht wissen. Und es erhöht halt auch den Wiederspielwert. Aber darum geht es eigentlich nur im zweiten. In erster Hinsicht soll es darum gehen, dass dieser Druck, diese Schwierigkeit, dieses Drama, das dieser Zeit lastet, dass das auch durch das Gameplay sich ausdrückt, indem ich eben scheitere. Ja. Es sah auf jeden Fall so aus, als würde es fantastisch funktionieren. Ich freue mich sehr über dieses Spiel. Ich finde es toll.
dass jemand mal einfach auch dieses Thema aufgreift, weil also ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit haben wir sehr viel über die Weimarer Republik, die NS-Zeit gesprochen, all diese Themen, die da mit zusammenhingen. Und über die RAF, das war einfach so, ja, das gab's auch. So. Ja. Und dieser deutsche Herbst und so weiter und diese ganzen Vorfälle, die sich da ereignet haben und dann, wie es dann auch in den 90ern weiterging und so, das ist halt, das fällt halt immer so ein bisschen unter den Tisch, weil die deutsche Geschichte halt auch einfach so sehr, sehr, ja, umfangreich ist. Also nicht nur die NS-Zeit, sondern was alles viel früher, das kennt man ja bis zum Römischen Reich und sowas, geht ja alles noch zurück. Also da kann man so viel erzählen. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass ihr so ein Spiel gemacht habt. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Kann man das denn hier auch auf der Gamescom anspielen? Ja, unbedingt. Sehr der Indie-Arena. Wir haben, Entschuldigung, aber es ist so, wir haben den geilsten Stand. Ja, wir haben den geilsten Stand. Also okay, der Castlevania-Stand ist auch ganz cool. Aber zweitbeste vielleicht ist der Paint Bucket Soko-Stand in der Indie-Arena. Der sieht aus wie ein 70er-Jahre Polizeibüro. Original Möbel, mit Teller an der Wand, Thermoskanne. Wir haben einen echten Fernschreiber, Teleprinter also ich kannte das auch nicht mehr. Das ist der Vorgänger vom Fax. Geil. Wirklich? Ja. So haben wir da stehen, kann man mal drauf rumhämmern. Also ja, kommt vorbei, spielt es, gebt uns Feedback, wir freuen uns auf euch. Das finde ich toll. Da werde ich auf jeden Fall heute auch nochmal vorbeigucken, wenn ich denn in die Arena mich selber rumtreibe. Aber nochmal vielen Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Gamescom. Vielen Dank, dir auch. So, das war es erstmal hier aus dem Studio und ich gebe zurück ins Feld. Ich habe mich jetzt in die Business Lounge verirrt und zwar mit Watze Holm. Der hat für uns nämlich sich ein bisschen das Warlock-Spiel von Wizards of the Coast angeguckt, beziehungsweise Dungeons and Dragons. Ich bin ja ganz aufgeregt. Was waren so deine ersten Eindrücke, als du jetzt hier exklusiv ein bisschen reinschauen durftest? Es ist schon sehr, sehr cool, einfach so eine Sache zu sehen, mit der man seit Ewigkeiten in irgendeiner Form und Weise offline zu tun hat. Nach Baldur's Gate 3 jetzt wieder in irgendeiner Form zu sehen. Und zwar als richtig teuer produziertes Actionspiel dieses Mal. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. Das ist schon eine coole und spannende Sache und dementsprechend war ich auch ein bisschen hyped, vor allen Dingen nachdem das Gameplay gezeigt wurde bei der ONL. Und ich Nachrichten bekommen habe von Freunden, die meinten, ja, das guckst du dir an, ja, frag mal das und das, guck mal, sag mal Bescheid, wie das so und so ist. Also der Hype war auf jeden Fall da. Und was kannst du uns schon so verraten bei deinem Gespräch mit den Entwicklern oder den Leuten hiervon, die sich hier angefunden haben? Hast du was rausgefunden? Gibt es ein paar kleine Geheimnisse, die wir schon lüften können? Geheimnisse weiß ich jetzt nicht. Sachen aber, die so ein bisschen erzählt worden ist, was man bisher noch nicht gesehen hat, wie man das Ganze, wie man seine Figur noch ein bisschen mehr customizen kann, dass man die Sprüche, die man zur Auswahl hat, anpassen kann, dass was gezeigt wurde, dass sehr viel darauf aufbaut, welche Sprüche, welche Zauber man dabei hat und wie man sie einsetzt. Also ganz viel soll der Kreativität der Leuten übergelassen werden. Zum Beispiel eine der ersten Szenen, die wir gesehen haben, nochmal hinter geschlossenen Räumen, war, dass ein Feuer gelöscht wurde, in dem die Hauptfigur einfach aus dem See nebenan einen riesigen Wasserball sich gezogen hat und den auf das Feuer... Ja, genau, so ein bisschen den Avatar-Move, genau. Und das soll halt mit ganz, ganz vielen Sachen möglich sein. Wie das dann am Ende beim Spiel ist, das wird sich natürlich zeigen müssen, wie viel Freiheit man wirklich hat. Aber die Grundideen dahinter sind eigentlich schon sehr, sehr cool. Und ich mag es, dass die Grundidee auch von vornherein war, okay, wir wollen hier eine Zaubererklasse haben. Und der Entwickler hat auch ein bisschen zugegeben, die Edginess von Warlocks hat schon ein bisschen geholfen, dass man sich dafür entschieden hat.
Naja, sagen wir es mal auch so, es ist auch die einzige D&D-Klasse, die man jetzt vielleicht neben Cleric, würde ich sagen, die du eigentlich in einem Einzelspiel spielen kannst. Also, was willst du, sonst Fighter, ja okay, aber dann hast du jedes andere Spiel auch. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt, weil du hast dann einfach von der Story her eine gute, also weil du eben diesen Pakt hast mit deinem Paktlord oder deinem Dämon oder was auch immer. Und in diesem Fall ist es ja auch noch eine Person, die vielleicht den ein oder anderen aus dem Metier bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ja. Tascha scheint auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen als Patronin der Hauptfigur. Sie wollten sich nicht so richtig darauf festlegen, wie groß jetzt ihre Rolle ist letzten Endes. Also es ist nicht die Sekundärfigur oder sowas, aber auch schon an dem, was wir gesehen haben, hat man eine sehr coole Reibung zwischen ihr und der Hauptfigur und es soll auch ein bisschen mehr über Tascha im Spiel letzten Endes auch rauskommen. Für die es vielleicht nämlich nicht wissen, Tascha ist sehr bekannt in der D&D-Lore als eine sehr starke Hexenmeisterin. Magiewirkerin, ne? Irgendwie sowas. Und ja, es ist auf jeden Fall eine der Figuren, die in der Lore schon häufig irgendwo erwähnt wurde. Ne? Also es gibt Zauber, die nach ihr benannt sind. Das ist mir zu spät eingefallen, dass ich das mal hätte fragen können. Ne? Ja. Ob das irgendwie vorkommt, aber sie wollten sich, was die unterschiedlichen Zauber angeht und was man letzten Endes nehmen kann, da wollten sie sich nie so wirklich in die Karten schauen lassen. Eldritch Blast ist dabei, klar, das ist das Wichtigste. Exactly. Und deswegen dachte ich mir nämlich auch, dass Warlock das sich am besten eignet. Natürlich, klar, wegen dem Patronenschutzsystem oder beziehungsweise dem Tutorial-System, wie ich es gerne nenne. Es ist eine tolle Klasse für auch First-Time-D&D-Players, weil du einfach dann mit deinem DM so ein bisschen Besties machen kannst oder halt Mortal Enemies, und, je nachdem. Es ist nicht so überfordernd, was diese ganzen Zauberslots angeht. Da hatte ich auch nachgefragt, wie sie mit diesem System denn arbeiten wollten. Und es gibt keine Zauberslots per se, aber man hat pro Kampf auch nur eine begrenzte Anzahl an besonders mächtigen Sprüchen. Also da muss man dann gucken, dass man pro Encounter schon ein bisschen haushaltet und da kommt dann dieses Ressourcenmanagement irgendwie mit rein. Also dass man dann man kann theoretisch die gesamte Zeit nur Eldritch blasten, wenn man den auch noch schön auflevelt. Das ist natürlich ganz gut, dass Eldritch Blast so relativ free ist und immer nur Piu-Piu und so. Ja, aber dementsprechend bin ich sehr gespannt, mit welchen Zaubern sie arbeiten werden. Und auch hier wieder dieses kreative Ding, das hat man auch in dem Gameplay-Trailer gesehen, dass zum Beispiel ein Zauber benutzt wird, um die Keule eines Gegners festzuhalten. Aber den gleichen Zauber kann man zum Beispiel auch benutzen, um aus der Wand diese Tentakel greifen zu lassen. Dann schmeißt man da dann ein Stück Debris hin und kann dann darüber das so als Brücke nutzen zum Beispiel. In der Opening Night Live, da hat man auch im Trailer gesehen, dass es so eine Situation gab, wo sie, also die Hauptfigur da so ein Brett sich hingepackt hat und dann verschiedene Komponenten und so reingemacht hat. Das ist natürlich vielleicht auch ein Weg, die Zauberslot-Sache so ein bisschen auszugleichen, oder wie sieht das aus? Das sind Rituale und davon wird es viele verschiedene geben. Ich habe nachgefragt und sie meinten, ja okay, mehr als das Regenritual zeigen wir jetzt nicht, aber da sehr viel des Spiels während des Gameplay einfach weiterläuft, ist das so ein bisschen der einzige Zeitpunkt, an dem Zauber auch in dem Menü ausgewählt werden. Beziehungsweise, dass man da dann ins Menü geht und guckt, okay, was für ein Ritual brauche ich denn jetzt? Was man damit letzten Endes alles anfangen kann. Es wird mehr sein, als nur das Wetter zu verändern. Das werden wir wahrscheinlich dann noch in Zukunft sehen, weil ich habe nachgefragt, es wurde nicht verraten. Aber was ja immer bedeutet, dass es da auf jeden Fall was gibt, was noch passieren wird. Es wird mehr kommen. Und das ist eine coole Sache, weil auch es sieht schon sehr, da kommen wir wieder zur Edginess des Warlocks, wenn da ein Augapfel reingeworfen wird und sowas. Es sieht super cool aus und da bin ich mal gespannt, wie sie damit auch umgehen und was man damit alles Tolles machen kann. Ja, und wie man die vielleicht auch findet und sich erlernen. Ne? Ich meine, weil dieses Level-Up-System und so, das ist ja sicherlich auch eine Frage. Die Zauber sind in der Welt versteckt. Das heißt, einfach... Danke, Tascha. Ja, genau, von ihr lernen wir leider nichts, sondern es ist einfach irgendwo und dann müssen wir es finden und können das aber dann benutzen. Also Erkundung wird auch noch belohnt. Das finde ich super, als jemand, der sehr, sehr gerne erkundet. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Gameplay-mäßig umsetzen lässt, weil es ist ja dann doch schon ein bisschen mit Reaction, Action-basiert, also Action-Gameplay, statt eben rundem basierten, oh, ich bin schon wieder dran. Deswegen,
würde ich sagen, ist das auf jeden Fall interessant. Hast du schon herausgefunden, wann wir das erste Mal ein bisschen eine Runde spielen dürfen? Oder gibt es da schon Informationen? 2027 und das ist ein sehr großer Zeitrahmen, aber wir werden dann mehr sehen. Okay, wie aufregend. Ich danke dir, Matthias. Cool, dass du dir das hier für uns angeguckt hast. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Gamescom. Bis denn. Ciao. Ich bin hier bei He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction. Und was für ein süßes Spiel. Ein 2D Beat'em Up, 16-Bit-Grafik, Sidescroller. Und was soll ich sagen? Also man kann sich wirklich in so einem wholesome Spiel, was eigentlich also es gibt halt auf die Fresse, kann man sich aber so süß verlieren. Man kann hier eine halbe Stunde spielen und es ist einfach ganz cute, so als Sidescroller immer vor und zurück. Man kann es alleine spielen, man kann es aber auch im Local Coop, unter anderem mit She-Ra und noch vielen anderen Charakteren, einfach zusammenspielen mit Freunden, Familie und so weiter. Und es hat einfach einen ganz tollen Retro-Charme. Es gibt nur 3 Plätze zum Anspielen, also wenn ihr auf der Messe seid, hier Halle 8, kommt unbedingt bei Mattel vorbei. Viel Spaß! Das war's leider wieder von uns hier von der Gamescom 2026. Aber morgen sind wir wieder für euch da in alter Frische. Dann mit einem Indie-Special aus der Indie Arena Booth. Und wir stellen euch die Gamescom Academy vor. Was das wohl ist, erfahrt ihr morgen. Bis dann.